Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Das Risiko und sein Preis. Skin in the Game. Von Nassim Nicholas Taleb ist ein herausragendes Werk, das sich mit einem der fundamentalsten Prinzipien des Lebens und der Entscheidungsfindung beschäftigt. Wer trägt wirklich die Konsequenzen seiner Entscheidungen? Taleb, bekannt durch seine früheren Bestseller wie Der schwarze Schwan, setzt diesmal den Fokus auf den Einfluss von Risiko, Verantwortung und Beteiligung im täglichen Leben, in der Wirtschaft, Politik und sogar in ethischen Fragen. Er argumentiert, dass jeder, der Entscheidungen mit großen Auswirkungen trifft, selbst ein Stück in das Spiel einbringen muss, sei es finanziell, moralisch oder persönlich. Nur so können Anreize und Verantwortlichkeit aufrechterhalten werden. Das Buch analysiert verschiedene Bereiche, von Investmentbanken über Militarismus bis hin zu Religion, und zeigt anhand vieler Anekdoten und Beispiele, weshalb ein Gleichgewicht von Risiko und Nutzen so existenziell ist. Taleb provoziert mit seinen Thesen, bringt aber einen tiefgründigen Diskurs über die Verbindung zwischen Handlungen und Konsequenzen voran. Für den Leser eröffnet sich eine neue Sichtweise auf vielen Ebenen. Auf welchem Fundament stehen unsere modernen Institutionen und wer profitiert wirklich, wenn etwas schief geht? Das Buch fordert nicht nur Intellekt, sondern auch Selbstreflexion. Wie handeln wir selbst in unserem täglichen Leben und Beruf? Es ist eine kritische Auseinandersetzung, die dazu anregt, mehr Verantwortung einzufordern und zu übernehmen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Skin in the Game. Die Grundidee, das Grundkonzept von Skin in the Game bedeutet, dass Personen, die über Risiken entscheiden oder handeln, auch persönliche Konsequenzen tragen sollten. Taleb setzt sich kritisch mit Systemen auseinander, in denen Entscheidungsträger, wie etwa Politiker, Manager oder Banker, ihre eigenen Interessen über die Interessen anderer stellen und sich selbst gegen negative Auswirkungen absichern. In einem gesunden System, so Taleb, gehen Risiken und Gewinne Hand in Hand mit persönlicher Verantwortlichkeit. Er greift zahlreiche Beispiele auf, vom alten Babylon, wo Baumeister für fehlerhafte Häuser hafteten, bis zum modernen Finanzsystem, in denen die Allgemeinheit für die Fehler der wenigen zahlt. Diese Trennung von Risiko und Verantwortlichkeit bezeichnet Taleb als zentralen Fehler vieler Gesellschaften und Institutionen, was zu Instabilität und Ungerechtigkeit führt. Das Kapitel macht somit deutlich, dass wahres Verantwortungsbewusstsein nur durch echtes Eigeninteresse und eigene Betroffenheit entsteht. Zweitens: Asymmetrie im Risiko. Wer zahlt den Preis? Taleb beschreibt ausführlich die Asymmetrie in modernen Entscheidungsstrukturen. Oft profitieren Eliten und Entscheidungsträger von positiven Ergebnissen, während die negativen Folgen auf den Schultern anderer lasten. Besonders im Finanzsystem zeigt sich dies. Banken und Investmenthäuser gehen hohe Risiken ein, weil sie wissen, dass im Fall eines Scheiterns der Staat und damit die Allgemeinheit einspringt. Diese Asymmetrie führt zu moralischer Verwahrlosung und negativen Anreizen. Taleb illustriert, wie Institutionen und Einzelpersonen dazu tendieren, Risiken zu externalisieren, das heißt auf Dritte abzuwälzen, ohne selbst zu haften. Dadurch werden Fehlentscheidungen nicht bestraft oder korrigiert. Dieses Thema zieht sich als roter Faden durch das Buch und regt zum Nachdenken an, wie unsere Gesellschaft transparenter und fairer mit Risiken umgehen könnte. Drittens: Ethik, Moral und Skin in the Game. Ein zentrales Kapitel widmet Taleb der Frage, wie Skin in the Game zur Grundlage ethischen Handelns wird. Wer keine Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernimmt, kann laut Taleb keine echte Moral haben. Er zieht Parallelen zu religiösen und philosophischen Systemen, in denen Bereitschaft für Opfer und Risiko als Ausweis von Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit gilt. Konträr dazu kritisiert Taleb Heuchler, die anderen moralische Werte predigen, aber eigene Vorteile sichern, ohne bereit zu sein, selbst zu leiden oder für Überzeugungen einzustehen.
Das Thema berührt nicht nur Großinstitutionen, sondern auch das tägliche Leben. Kann man aufrichtig sein, wenn man nicht bereit ist, für Überzeugungen Konsequenzen zu tragen? Taleb bringt damit auch persönliche Selbstreflexionen ins Spiel und fordert die Leser auf, ihre eigenen Prinzipien zu hinterfragen. 4. Das Fatale der Expertenkultur. Taleb analysiert die Rolle von Experten und Intellektuellen in der Gesellschaft und zeigt die Gefahren auf, wenn Expertenmeinungen ohne eigene Konsequenzen verbreitet werden. Viele sogenannte Experten geben Ratschläge oder prognostizieren Entwicklungen, ohne für Fehleinschätzungen zu haften. Dadurch können sie leichtfertig agieren, was zu gefährlichen Fehlentwicklungen führt, besonders sichtbar bei Finanzkrisen, politischen Fehlentscheidungen oder misslungenen militärischen Interventionen. Taleb fordert mehr Skin in the Game. Experten sollten nur dann Gehör finden, wenn sie auch wirklich für die Folgen ihrer Ratschläge einstehen. Dies würde ihrer Arbeit mehr Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit verleihen. Das Kapitel ist eine kräftige Kritik an abgehobener Meinungsbildung und mahnt die Gesellschaft an, Experten stärker an der Realität zu messen. Schließlich praktische Anwendungen und persönliche Konsequenzen. Abschließend bringt Taleb seine Prinzipien auf die Ebene des Alltags und des individuellen Handelns. Skin in the Game ist nicht nur ein Konzept für Politiker und Banker, sondern betrifft uns alle. Im Alltag heißt dies, selbst Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, Risiken bewusst einzugehen und nicht die Lasten auf andere abzuwälzen. Wer diese Haltung kultiviert, handelt nicht nur moralischer, sondern auch nachhaltiger. Taleb präsentiert Methoden, wie Individuen und Unternehmen Mechanismen entwickeln können, um mehr Skin in the Game zu schaffen, sei es durch Eigenkapital in Firmen, familiengeführte Unternehmen oder direkte Haftung im Berufsleben. Das Kapitel inspiriert dazu, auch im Privaten und bei Gemeinschaftsprojekten Verantwortung aktiver einzufordern und zu übernehmen. Zusammenfassend: Das Risiko und sein Preis, Skin in the Game, richtet sich an alle, die in irgendeiner Form Entscheidungen treffen oder von den Entscheidungen anderer betroffen sind, also eigentlich an jeden denkenden Menschen. Besonders profitieren Führungskräfte, Unternehmer, Politiker, Investoren und alle, die in Teams oder Organisationen Verantwortung tragen. Das Buch fordert dazu auf, eigene Denk- und Handlungsmuster kritisch zu hinterfragen und die Bereitschaft zur Verantwortung ins Zentrum allen Handelns zu stellen. Taleb bietet nicht nur eine schonungslose Analyse gesellschaftlicher Fehlanreize, sondern auch konkrete Anstöße, wie man durch mehr Skin in the Game gerechtere, robustere und nachhaltigere Strukturen schaffen kann. Im Vergleich zu anderen Werken überzeugt Taleb durch seinen interdisziplinären Ansatz, seine pointierte Sprache und den Fokus auf die praktische Umsetzung ethischer Prinzipien. Wer dieses Buch liest, wird die Welt und ihre Systeme mit anderen Augen sehen und zu einer verantwortungsvolleren Haltung motiviert. Es lohnt sich, dieses Buch zu kaufen, weil Taleb nicht nur Missstände aufzeigt, sondern auch Lösungen vorschlägt, die sowohl im Berufsleben als auch privat einen spürbaren Unterschied machen können. Die klare Verbindung von Theorie und Praxis macht dieses Buch einzigartig und unverzichtbar für alle, denen echte Verantwortung und ethisches Handeln wichtig sind. Wenn Sie unterstützen möchten, Nassim Nicholas Taleb, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.